Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Was für eine Freude, dass du da bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen will zu dir. Es ist notwendig, sich klarzumachen, dass es überhaupt nicht eine einzige Sekunde gibt, um über irgendetwas sich Sorgen zu machen oder Angst zu haben. Absolut gar nichts. Ich sehe, dass viele Menschen Angst haben und auf die Dinge eingehen, die ihnen von außen erzählt werden. Und das ist verdrehte Welt, wo das Licht immer stärker wird auf der Erde. Und das Licht wird stärker, weil das Bewusstsein immer mehr wächst. Das, was du siehst, bist du selbst. Du bist mit dir selbst konfrontiert. Wenn wir in unser Inneres eintauchen und mehr die Dinge erkennen, fängt die Welt des Verstandes, das ist ein bestimmtes Bewusstsein an, umso mehr Alarm in dir zu schlagen und zu sagen, das funktioniert nicht, was machst du dort, das ist katastrophal. Und der Verstand kennt dich ganz genau, wo er genau hinstechen muss, um dich zu treffen und dich vom Pferd zu stechen. Vom Pferd deiner Sicherheit und Führung von innen. Und das ist das, was außen passiert. Die Kräfte, und das ist ein bestimmtes Bewusstsein, Dunkelmächte, die über lange Zeit die Erde kontrolliert haben, sind am Verschwinden. Die Sonnenstürme und all diese ganzen Dinge, die im Moment so in Kräftigkeit passieren, hat damit zu tun, dass dein Bewusstsein wächst, weiter aufgeht und sich mehr und mehr erkennt und zurückerinnert, wer du wirklich bist. Je mehr Lärm außen, umso mehr kannst du wissen, dass das, was du wirklich bist, am Hereinkommen ist. Was heißt das? Am Hereinkommen. Das heißt, dein multidimensionales Wesen kommt herein. Dein Erkennen, wie die Dinge eigentlich zusammenhängen. Und das will laut boykottiert werden. In dir, durch deinen Verstand. Dein Verstand zeigt dir, wo du hingucken musst, in die Medien und so weiter, und wo du rausschauen musst und draußen glauben musst und dir Angst machen musst. Es ist so absolut notwendig, dir klar zu werden, dass du wirklich absolut nicht auf diese Falle reinfallen musst. Es gibt nicht einen einzigen Grund zur Sorge. Es kann dir nichts passieren, was nicht von deinem Inneren erfahren werden will, zum Guten für dich. Es gibt überhaupt nicht einen einzigen Millimeter, der gegen dich ist. Nicht einen. Die Erfahrungen und die schmerzvollen Erfahrungen auch, durch die wir hindurchgehen, die haben damit zu tun, dass wir weiter aufwachen und aus dem Spiel, dem Traum von Leben aussteigen und erkennen, wow, wir sind hier nur in einem Traum. Und wir können diesen Traum einfach träumen, wie in der Nacht, unbewusst. Oder wir können hier bewusst eingreifen und alles verändern. Du bist nichts von dem, was du hier erfährst. Gar nichts. Nicht die Rolle, die du spielst, nicht dein Körper, nicht die Familienangehörigkeit, nicht die Dramen, nicht die Schwierigkeiten. Nichts von alledem bist du. Genauso wenig, wie du das bist, was du träumst. Du hast einen Traum oder du träumst hier auf der Erde. Du machst Erfahrungen, aber du bist ein vollkommenes Wesen. Du bist alles, was ist. Du bist der eine Schöpfer, der sich selbst in allem erfährt. In jeder Person, in jedem Ereignis, in jeder Situation. Alles, restlos alles geht von dir aus. Diese Nachricht kommt aus meinem Inneren. Und mein Inneres ist dein Inneres. Es ist nicht getrennt voneinander. Mein Inneres ist in deinem Inneren, ist aber in jedem Menschen drinnen, ist in jedem Baum, in jedem Stein, in der Erde und in jedem Tier.
in allem, was ist. Und dein Inneres vibriert, weil du mich hörst. Immer wieder fallen wir einfach nur auf die Falle rein und geben unsere Kraft ab an die Angst, an irgendetwas, was draußen stärker wäre, an die Realität von außen, die es gar nicht gibt, an Zeitungen, an Opportunities, an Geschichten, an Prophezeiungen von anderen Leuten. Es gibt gar nichts von diesen Dingen, wenn du erkennst, dass alles von ihnen ausgeht. Natürlich haben wir viele verschiedene Bewusstseinsstufen. Und je mehr ich Opfer der Umstände bin, umso mehr hänge ich noch im Außen und denke, außen ist die Realität, und umso mehr macht mir alles Angst. Aber ich brauche nur zu wandeln und zu erkennen, es ist ich. Ich erfahre mich in jedem einzelnen Augenblick. Ich erfahre außen immer meine Vergangenheit. Nicht das, was ich heute bin, aber das, was ich früher als selbstverständlich gedacht, empfunden habe, ist heute das, was ich sehe. Dein Inneres ist pure Sicherheit, ist Wissen, ist Weisheit, ist pure Freude. Ich soll dir aus meinem Inneren, was dein Inneres ist, mehr erzählen. Wenn wir Freude erfahren wollen im Leben, wenn wir tiefe Erfülltheit erfahren wollen, es gibt nichts im Außen, was uns dahin führen kann. Kein Geld, nicht alles Geld der Welt, nicht aller Ruhm der Welt, nicht alle Anerkennung der Welt, nicht alle Schätze der Welt, nicht alle großen Villen, Porsches, sonst irgendetwas, sondern einzig und allein, wenn wir in Verbindung treten mit dem, was wir wirklich sind, über unser Herz. Ich wurde 2016 in einer Meditation mit diesem Anteil in mir verbunden, mit dem Anteil, der ein Teil des Christus ist, wo ich verstanden habe, Christus ist ein bestimmtes Bewusstsein, das Bewusstsein von Einheit, von Oneness, von Wissen, von innen, von Kraft von innen. Wenn wir damit in Verbindung treten, wenn wir mit unserem Inneren, mit dem, was ich nenne, innere Stimme, was ich innere Stimme nenne, in Verbindung treten, erfahren wir wirkliche, unendliche Freude, unendliches Glück, unendliche Verbundenheit, unendliche Sicherheit, unendliche Leichtigkeit, unendliche Freude. Und wir wissen, es ist alles schon da. Es gibt überhaupt gar nichts, was fehlt. Es ist alles jetzt schon erfüllt. Wir müssen nichts. Es ist schon da. Es ist das Bewusstsein vom Verstand im Körper, wie ich das auch immer wieder sage. In unserem Körper mit unseren 5 Sinnen, was uns erzählt, wir müssen Angst haben, wir können nicht, wir sind nicht wert, wir müssen hinter irgendetwas herrennen. Das ist ein bestimmtes Bewusstsein, in dem wir drinnen sein können, in dem wir hinein manövriert werden als Kinder. Wir kommen so nicht auf die Erde. Aber durch unser gesamtes System werden wir in das Vergessen getrieben, abgetrennt von dem, was wir wirklich sind. Und
in einen Hamsterkäfigrad-Zustand hinein buxiert. Hier findet die Angst, die Sorgen, die Schwierigkeiten statt. In einem Bewusstsein, wo uns beigebracht wurde, dass wir irgendeinem Job hinterherrennen müssen, damit wir Geld verdienen, damit wir unsere Rechnungen und unser Essen zahlen können. Und alles, was dazugehört zu diesem Bewusstsein. Derweil, wenn wir in die Verbindung treten mit dem, was wir wirklich sind, über unser Herz und in uns, in unsere Verbindung kommen, fangen wir an, die Fähigkeiten von innen zu aktivieren, die alles erschaffen können. Wir sind Götter. Ebenbild Gottes. Wir haben die Fähigkeit, wir können gar nicht anders als zu erschaffen. Wir erschaffen alles. Wir erschaffen buchstäblich alles. Und wenn wir unser Bewusstsein shiften von der wühlenden, angstvoll nach außen orientierten Rolle, die panisch durch die Gegend heizt und den Dingen hinterher und avoid, also Angst hat davor und was weiß ich, was im Panikzustand steht, sind wir in der Lage, die stehen zu lassen, die ganze Rolle, und anstattdessen in unsere Tiefe, in unser Inneres hineinzugehen und die Verbindung zu unserem wahren, unsterblichen Wesen aufzusuchen und dort in die Ruhe zu kommen und von dort aus in das zu gehen, was wir wirklich haben wollen. Ich sage es ja immer wieder, weil wenn du dir bewusst bist, dass du Schöpfer bist, ist es selbstverständlich, dass du alles erschaffen kannst, und selbstverständlich musst du wissen, was du wirklich willst, dass du das erschaffen kannst, was du willst. Jedoch, wenn wir wirklich in dem Zustand sind von unserer Verbundenheit, und derweil ich dieses gesamte Video mache, bin ich gleichzeitig in der Frequenz und direkt verbunden mit dem, was mich im Kern ausmacht und was dich im Kern ausmacht. Und du wirst es unten drunter als Frequenz spüren in dir. Hier ist nur Ruhe, hier muss ich nichts, hier ist nur Stille, Stille und alle Bewegungen in einem. Und alles da. Und jetzt ist gleichzeitig, wo ich fühle und denke und spüre und erfahre, dass in mir alles schon da ist, das die Frequenz, die mir das auch im Außen spiegelt, herholt, etabliert, manifestiert, sichtbar macht. Das ist mein heutiger Tagesimpuls für dich. Lass dich von nichts aus der Bahn werfen. Wisse, du bist an einem hervorragenden Punkt in deinem Leben. Wisse, dass alles, was dir begegnet, du selbst bist, und das selbstverständlich. Jeder einzelne Mensch macht das durch. Wenn du in die Verbindung kommst, und je mehr du in die Verbindung von deinem wahren Wesen kommst, umso lauter schreit dein Verstand und alles außen, um trotzdem noch hinzubekommen, dich aus der Kraft und aus deiner Bahn zu werfen. Nimm es spielerisch und wisse, okay, ich werde jetzt halt so wesentlich stärker trainiert, weil meine eigenen Kräfte so viel weiter gewachsen sind. Es gibt nicht eine einzige Sekunde, wo du wirklich vor irgendetwas Angst haben müsstest. Es existiert Angst nicht. Angst gibt es nicht für dein inneres Wesen. Existiert überhaupt nicht. Ist ausschließlich ein Produkt unseres Verstandes und eines total limitierten Bewusstseins. Mach dir das klar. Du kannst jetzt entscheiden, Angst für immer an den Nagel zu hängen. Wenn du mit Angst noch nicht umgehen kannst, dann übe einfach.
durch die Angst hindurchzugehen. Je mehr wir durch die Angst hindurchgehen, wir sehen einfach, wir stehen. Du gehst einfach in die Angstsituation hinein. So machst du es praktisch. Du gehst in eine Angstsituation hinein, du spürst alle Sensation in deinem Körper, so sorgfältig wie nur möglich. Zittern, Schweißausbruch, was weiß ich alles. Und schaust dir das an wie ein Forscher. Interessiert, gespannt. Und ich sage dir, du wirst innerhalb kürzester Zeit sehen, dass die Fata Morgana Angst verschwindet. Und das kannst du jedes Mal, wenn sie wieder auftaucht, mit ihr machen. Das geht jedes Mal, puff, ist sie weg. Es sind Sensationen im Körper, die fühlen sich ungewohnt an. Und deswegen meint man, jetzt ist die Welt am Untergehen. Derweil ist das Ganze ein Mittel, ein Manipulationsmittel, dich aus deiner wahren Kraft rauszuhalten. Du bist so gigantisch groß und bist so entscheidend für alles das, was jetzt im Moment gerade passiert. Denn es ist unmittelbar du selbst, dem du hier begegnest. Danke, dass du da bist. Ich freue mich, dass du diese Nachricht verbreitest. In diesem Sinne, ich freue mich von ganzem Herzen auf dich. Das nächste Mal. Bis dann! Thank you.